habe ich wirklich eine ganz besondere Sendung. Und zwar hat endlich Zeit gehabt meine beste Freundin Nadi und sie zeigt uns, wie man Brick macht. Nadi! Hallo, süß. Wir machen heute Brick. Das ist eigentlich eine ganz stinknormale tunesische Vorspeise. Und es hat halt so Platten drauf. Also so, das ist zum Beispiel so eine... Wie heißt das denn? Das heißt Masuka. Ich kann es nicht richtig aussprechen, weil ich bin keine Tunesierin. Mein Stiefvater aber schon. Und man muss das K immer so Masuka. Oh. Es ist, aber ich habe meinen Bruder gestern gefragt, er ist halb Tunesier. Es ist Hartweizengrieß mit Flüssigkeit. Und dann tropfen die Frauen das so rauf. Genau, die Platten haben wir. Man kann es aber, wenn man das nicht in Deutschland findet. Wie heißt das denn? Gibt es ein deutsches Wort? Oder ne, das ist ja Quatsch. Aber es heißt doch Brick. Genau, es gibt Brick, genau, mit K. Und aber das ist das Gleiche, oder? Ja, die Masuka, ja, genau. Genau, aha, also die Brick. B-R-I-K. B-R-I-K, genau. Das sind die Platten dazu. Die gibt es auch in der Metro und in feinen Geschäften oder irgendwas. Und dann gibt es aber, wenn man das nicht, kein Metro-Gutschein gibt, kann man es auch mit Jufka-Teig machen. Es besteht aus Kartoffeln, Zwiebeln, Thunfisch, Petersilie, Eiern zum Binden wahrscheinlich. Eiern zum Binden, genau. Und ach super. Und was kommt da für Gewürze rein? Also eigentlich ganz simpel, nur Pfeffer und Salz, wie mir gesagt wurde. Das ist das Grundrezept. Ich mache Täbel manchmal da rein. Täbel. Täbel? Was ist denn Täbel? Täbel ist eine Mischung aus Koriandergewürz und Kümmel, oder? Kümmel, genau. Ah, Kreuzkümmel? Ist Kreuzkümmel oder Kümmel? Ja, weiß ich auch nicht so genau jetzt. Aber ich glaube Kumin, also Kreuzkümmel. Kumin ist Kreuzkümmel. Genau, Kumin ist Kreuzkümmel und richtigen Kümmel. Aber das machen die Tunesier eigentlich nicht so. Genau, und eigentlich hat man einfach sehr viel Petersilie, weil es frisch ist, sehr viel Schluppen. Man das einfach kurz ist berlinerisch für Frühlingszwiebeln. Ach so, ja. Aber der Klassiker ist wirklich nur Thunfisch, Kartoffeln, Petersilie, Ei zum Binden und so ein Masuka-Teig. Genau. Ja, super. Dann machen wir jetzt erstmal die Basic-Variante. Eigentlich waren unsere Großeltern ja sowieso die nachhaltigsten. Nein, wirklich, weil meine Oma hat immer noch, also die hat mit dem Abwaschwasser, also wenn jetzt so Leute sich so freuen und sagen, oh, wir machen das Wasser nicht den ganzen Tag an, ja. Meine Oma hat noch mit dem Abwaschwasser die Toilettenspülung bedient. Kriegsgeneration. Ja, genau, die hatten ja eh nichts. Dass die wirklich nachhaltig waren. Die haben halt alles, Apfelschalen, da wurde Apfeltee draus gemacht und irgendwas, Kompost und Kaffee wurde in den Garten geschüttet. Also das genau, das ist gut für die Blumen. Genau. Nadi. Ich freue mich einfach, also falls ich euch das sagen darf, ich freue mich einfach, meine Freundin Bibi zu sehen, weil wir sehen uns so selten. Ja, genau. Und ich freue mich einfach, dass wir jetzt hier zusammen eine kleine Vorspeise kochen. Und also, die sind ja ganz dünn, Nadi. Sag noch mal was zu den Masuka, zu den Brick, ich sag mal Brickplatten. Genau, zu den Brickplatten. Und die heißt halt in Tunesisch Masuka. Ich spreche es auch falsch aus, aber muss so das K hinten irgendwie machen. So, auf jeden Fall sind die hauchdünn. Wow. Und ich habe jetzt mal echt gefragt, was es eigentlich besteht. Und die meinten, das ist Hartweizengrieß mit ein bisschen Wasser. Was? Aber die tropfen das, also ursprünglich wurde es gemacht auf so runden Platten und dann wurde das gemischt und dann mussten ganz viele Frauen, die sind so kleinen Tröpfchen, damit die so dünn bleiben. Genau, und jetzt ist es halt so... kann man nicht viel drauf gießen. Nein, und jetzt ist es aber so, dass mein Bruder gesagt hat, nee, mittlerweile kannst du auch Hartweizengrieß kaufen, machst du ein bisschen Wasser rum und dann machst du es in der Pfanne. Ich weiß es nicht, aber das sind die Originalplatten aus Tunesien, die wir jetzt hier gerade hier haben. Und wo kann man die jetzt kaufen? Die kannst du, also die richtigen Originalplatten kannst du, glaube ich, nirgendwo kaufen, aber du kannst ähnliche kaufen in der Metro oder... Das sind jetzt die Originalplatten aus Tunesien? Die habe ich aus Tunesien mitgebracht. Ach so, wie lange halten die denn? Wenn du die im Tiefkühler hast, halten die lange. Ah, im Tiefkühler. Also die habe ich jetzt schon seit Dreivierteljahr. Die hat meine Mama mitgebracht vom Markt. Ja. Und dann friere ich die einfach ein und dann, die waren jetzt eingefroren, jetzt habe ich sie aufgetaut. Aha. Also wir machen es mit Originalplatten. Wie friert man die denn ein? Vakuumieren oder? Nee, einfach in so einen Zipper. Aha. Wir machen eine Mischung erstmal ganz klassisch. Ganz klassisch, okay. Dann lass uns einfach mit ein paar Kartoffeln anfangen. Jetzt machen wir ein bisschen Thunfisch rein. Warte mal, dann nehme ich ein paar Schluppen, also das heißt Schluppen, nee, Schluppen sind was anderes. Ein paar Frühlingszwiebeln. Schon übersetzt. Und
Also die Familie hat gesagt, das ist echt, die einen mögen mehr Kartoffeln, die anderen mögen das mehr mit viel Thunfisch, die anderen mögen das mehr mit ganz viel Petersilie. Das ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Also das ist jetzt die ganz klassische, einfach nur so, und jetzt brauchen wir ein bisschen Salz. Warte. So, das möchte ich aber auch mal probieren. Lecker. Also, wie viel nimmt man denn da? Also, ich habe neulich, meine Mama hat gesagt, Neulich ich soll war nicht gestern. genau, neulich war gestern, ich soll nicht so viel nehmen. Ich soll es eher flach halten, Okay. wie das die Tunesier machen, weil ich hatte so eine dicke Packung hier. Aber sie meint, das machen die eigentlich nicht so, vielleicht so, ich mache wahrscheinlich schon wieder zu viel. Aber gestern hatte ich so ein Paket. Ja, du meinst es gut. Und das war sie nicht einverstanden, meine Okay, Mutter. also dann knickst du einmal. Dann knicke ich so einmal ein. Und dann kann man es auch so vorrollen, sozusagen. Also einmal knicken. Genau, Aha, einmal und knicken. das, Und dann kann man die Füllung so nach vorne drücken. Und dann hält man es so fest. Aber das sind halt diese Malzucker-Teile. Die sind schwer zu, also ja, da muss man schon einen bestimmten Laden kennen. So, und jetzt machen wir nochmal als Test mit dem Jufka. Genau, wir nehmen jetzt einen Jufka-Teig, genau. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Ich habe jetzt mal diesen geholt, den kennen glaube ich alle. Der ist so ein Dreieck. Als ich auf Partys gegangen bin, wenn man jetzt mal so eingeladen ist oder sowas, Ja. dann eignet sich das und dann macht man die Füllung eher dicker, damit die Leute auch irgendwie was haben. Und, Muss man auch nicht so viel machen, und oder? Kann man weniger machen. ja, oder weiß jetzt auch nicht so, aber auf jeden Fall bei dem Teig muss man das auf jeden Fall mit Wasser, also der Original Brickteig zieht sich einfach zusammen in der Pfanne und beim Jufka muss man schon mit Wasser arbeiten, damit der kleben bleibt, weil sonst bleibt er nicht kleben. Ich habe fallen lassen. Machen wir erstmal eins. Ja. Warte mal, ich drücke mal kurz hier runter, weil das Tolle an dem das Malzucker-Teig ist, du musst es nicht mit Wasser kleben, sondern sobald du es andrückst, geht es zusammen. Aha. Also das heißt, du musst es nicht mit Wasser oder irgendwelchen anderen Sachen oder Eiern oder einpinseln oder sowas, es geht einfach zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon schnell genug war, aber es sieht schon gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Aha, das geht wahrscheinlich zack, zack, ne? Was war damals dein absolutes Kindheitslieblingsessen, Nadi? Was mein absolutes Kindheitslieblingsessen war? Scharf. Ich weiß nicht. Ich hab alles, was Scharfes geliebt. Stimmt, Nadi ist der einzige Mensch, den ich auf der Welt kenne, die richtig scharfe Chili so isst, als wäre es eine Gurke. Nee, meine Oma hat, was ich am meisten von meiner Oma, die hat mir, und das klingt so simpel, einfach eine Teewurststulle. Was? Eine Teewurststulle von Aldi, ein Krustenbrot. Das war damals noch so blau in einer blauen Packung mit schön viel Butter, Teewurst. Und dann gab es auch so kleinen Tässchen. Gab es einen Kakao. Und das glaube ich, war mein absolutes Lieblingsessen. Oh Nadi, ich liebe Das war Teewurst. Gut, dass du mich erinnerst. So Nadi, ich würde sagen, wir sagen jetzt schon mal Tschüss, weil wir fangen nämlich jetzt an zu essen. Ja. Und es war super, dass ihr dabei seid Dankeschön. gewesen seid. Und ich freue mich auf eure Nachkocher-Fotos. Und unten ist wie immer das Rezept eingeblendet. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss! Tschüss. Wo fange ich an? Ah, ich nehme Lecker.
Voll gut für jede Party. Nicht da unten, Nadi. Hier oben. Voll gut für jede Party. Kartoffeln, Petersilie, Schluppen.